Also grundsätzlich ist es so, dass in der Sprachwissenschaft KI-Methoden schon sehr, sehr lange, also als maschinelle Lernverfahren, werden hier seit den 80er, 90er Jahren eingesetzt, um zum Beispiel automatisch Wortarten zu annotieren und solche Sachen zu machen. Das ist jetzt nicht direkt neu und ist schon da immer unheimlich nützlich gewesen. Das heißt, wir haben hier keine ganz so starke Revolution wie manche andere Fachbereiche, sondern eher eine Evolution beobachtet in der Sprachwissenschaft. Aber das ist jetzt nur für die geschriebene Sprache. Wenn es um die Analyse von Interaktionen, vor allem eben multimodal, das heißt eben Gestik, Mimik, Sprache, auch mit dem Ton, mit der Intonation und so weiter geht, dann mussten wir uns im Prinzip auf manuelle Analysen verlassen. Und damit sind wir immer eingeschränkt gewesen. Das heißt, da ist ganz viel natürlich Labor. Und das ist auch jetzt natürlich noch eine sehr etablierte Methode, dass man sagt, man hat jetzt hier 30 Probanden, die man ins Labor bestellt und gibt denen die Aufgabe, sie sollen auf einer Karte eine Interrail-Tour planen, oder es gibt so verschiedene Sachen, die dann, wo man sagt, da weiß ich, da kommen viele Gesten, die ich dann analysieren kann. Und diese Sachen werden dann ausgewertet, dann habe ich aber halt 30 Leute. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Fernsehaufnahmen von 20 Jahren amerikanisches Fernsehen, dann kann ich auf einer ganz anderen Datenbasis Sachen sagen. Und da hilft die KI natürlich massiv. Also ich denke, der Einsatz von KI erlaubt uns, dass Studierende anspruchsvollere Sachen in ihren Hausarbeiten machen können, als sie vorher konnten. Und damit im Prinzip Kompetenzen anwenden und erwerben, die tatsächlich nützlich sind. Denn die Nutzung der KI-Systeme ist eine Kompetenz, um eben so etwas zu erreichen, die wir ja auch unterrichten müssen. Und da ist es gut, wenn man ein Ziel setzt, was relativ hoch ist. Das heißt, wir wollen nicht ein Literaturreview outsourcen an den Chatbot. Und das ist ja das, was im Moment passiert. Mein Ziel persönlich zumindest ist, die Lernziele entsprechend anzupassen, dass man sagt, okay, jede Hausarbeit hat eine empirische Datenanalysekomponente. Damit können wir sehr gut sicherstellen, dass die Leute wirklich selber dran sitzen. Und für diese Datenanalyse können sie sich aber natürlich alle Tools, die sie finden, können sie alle Tools einsetzen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, ich will ein Beispiel geben. Zum Beispiel, Sie wollen eine bestimmte Graph plotten. Sie haben also jetzt Daten und sagen, okay, ich möchte da diese zwei Kurven übereinander legen und es soll so und so ausschauen. Wenn Sie die Daten in Excel haben, müssen Sie auch schon wissen, wie es geht. ChatGPT hat zum Beispiel ein Modell speziell für ggplot. ggplot ist eine R-Bibliothek, also im Prinzip das Statistiksystem, mit dem man Grafiken plotten kann, also so irgendwelche Arten von Diagramme. Und das ist komplex. Also ich persönlich kämpfe manchmal damit, weil ich es nicht regelmäßig genug mache und frage dann Kollegen aus der Computerlinguistik, die das laufend machen. Und inzwischen frage ich erstmal ChatGPT und meistens hilft es mir, die richtige Syntax zu finden, um genau das zu plotten, was ich will. Also wir haben eine Reihe von Kursen, wo ich es praktisch nicht brauchen kann, weil wir Wissensvermittlung für Lehramt, Gymnasium machen. Also da gibt es relativ wenig. Da kann man versuchen, sich Übungen generieren zu lassen. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Übungen in der Schublade und die sind besser als die generierten. Da sehe ich keinen Zeitgewinn für mich. Ich habe es versucht, in der Vorbereitung für einen Staatsexamenskurs mal einzusetzen für eine Transkription, also im Prinzip Lautschrift schreiben. Das hat so mittelmäßig funktioniert. Das liegt natürlich auch daran, dass es da verschiedene Verfahren gibt und im Staatsexamen sind zwei bestimmte Wörterbücher vorgeschrieben, nach denen man das machen muss. Und ChatGPT hat halt zum Teil die amerikanischen Verfahren und wir verwenden ein britisches. Ne? Also da muss man immer händisch nacharbeiten, um was Sinnvolles rauszukriegen. Trotzdem kann es einem Zeit sparen, wenn eben die Nacharbeit weniger aufwendig ist, als diese ganzen Symbole immer irgendwo her zu kopieren und wieder reinzuschreiben. Dann habe ich einen Kurs unterrichtet letztes Semester,
mit dem schönen Titel The Hardest New Programming Language is English. Das ist ein Zitat von Andrej Karpathy und geht darauf raus, wenn ich gut in Englisch bin und mein Ansinnen gut beschreiben kann, kann ich damit auch wirklich sinnvolle Programme schreiben lassen. Und genau das haben wir in diesem Kurs ausprobiert, dass wir Studierende eben in die Lage versetzen, die keinerlei Programmiervorerfahrung haben, Programmieraufgaben zu lösen, um zum Beispiel Texte umzuformen, Daten aus Texten zu extrahieren oder aus strukturierten Daten rauszuziehen. Aus meiner Sicht ist viel Lehre einfach im persönlichen Kontakt sinnvoll, im Dialog mit Studierenden. Und ich glaube, dass dahingehend tatsächlich die Chatbots nicht optimal sind, weil sie eben zumindest aktuell die Zwischentöne nicht raushören, die Unsicherheiten nicht erkennen, auf die man als Lehrender reagieren kann. Also ich glaube nicht, dass wir wesentliche Aspekte der Lehre an KI auslagern können, aber wir können wesentliche Unterschiede im Selbststudium machen. Das heißt, an den Stellen, wo wir sagen, bislang Hausaufgabe, ihr lest diesen Artikel und wir besprechen ihn nächste Woche, kann ich natürlich mit entsprechender KI-Unterstützung den Leseprozess verbessern unter Umständen. Die Studierenden können schneller mehr Sachen lesen und wir müssen schauen, ob uns das in Zukunft weiterbringt. Ich habe im vergangenen Semester 2 Lehrveranstaltungen mit KI-Bezug angeboten. Das eine war eine Kooperation mit dem Professor Köstler aus der Informatik, um zu sehen, wie gut man vielleicht einen Chatbot auf die meinstudium.fau.de Seite integrieren könnte. Und wir haben einfach mal mit den Studierenden eine Art von Planspiel gemacht und gesagt, okay, ihr seid jetzt verantwortlich, was für Technologien könnt ihr für was einsetzen. Das fand ich sehr schön, da haben sich viele Studierende super toll eingearbeitet, sehr tief, haben die richtigen Methoden, also wir haben einen Teil der Methoden natürlich schon vorgegeben gehabt, haben aber da drin dann immer noch auch die richtigen Untermethoden gefunden. Unser größtes Problem war eigentlich die Verfügbarkeit von sinnvollen Daten, dass man keine sinnvollen Trainingsdaten hat für sowas. Da müsste man erstmal Datensätze erstellen und das ist zeitaufwendig und teuer. Aber ansonsten war das ein sehr schönes Seminar, fand ich gut. Aber das war natürlich auch wirklich KI als Thema der Lehre. Das zweite war der Kurs mit dem Titel The Hardest New Programming Language is English. Das war ein Kurs, den ich speziell für die Geisteswissenschaftler, für unsere Anglistik, Amerikanistik-Studenten angeboten habe, wo ich ganz deutlich sagte, ihr müsst nicht programmieren können. Und meine Studenten ohne Vorkenntnisse hier konnten das tatsächlich direkt in der Zeit lösen. Das heißt, die Studierenden haben alle einfach im Browser direkt programmieren können. Wenn es Unterschiede gab, dann sind wir reingegangen, haben uns mal die Programme angeguckt. Also haben wir einen Laptop von der jeweiligen Person an Beamer angeschlossen und sind dann mal durchgegangen und gesagt, was macht denn das Programm an der Stelle? Warum ist es anders als das Programm, das die andere Person aus dem Chatbot raus hat? Was für Prompts haben Sie verwendet? Was für Prompts haben Sie verwendet? Und es zeigt sich zum Beispiel, und das haben die Studierenden auch erst lernen müssen über die Zeit, dass man relativ detaillierte Anweisungen geben sollte zum Programmablauf, wenn man sich sicher sein will, dass das Programm genau das macht, was man hat. Tatsächlich eine gewisse kritische Distanz und Überprüfen der Ergebnisse war eine andere Sache, die sich gezeigt hat, dass unheimlich wichtig ist. Und das haben die Studierenden auch gemerkt, weil sie halt zum Teil mit falschen Ergebnissen daherkamen und sie nicht in Frage gestellt hatten. Und dieses Infragestellen der Ergebnisse, die aus den KI-Modellen rauskommen, das muss man sich auch angewöhnen. Wir sind erstmal von Null rangegangen. Theorie sozusagen, Grundhypothese, wer Englisch kann, kann mit dem Ding reden. Und damit sind wir gestartet. Also ich habe den Lernziel erklärt, dann habe ich Ihnen 2-3 Stunden wirklich die absolut minimalsten Grundlagen von Python-Programmierung, der Programmiersprache, mitgeteilt, damit Sie den Code grundsätzlich lesen können. Und dann ging es ans Schreiben von den Aufgaben und da haben verschiedene Studierende unterschiedliche Strategien entwickelt. Einige haben eben erstmal reingeschrieben, was sie wollen, ein Satz, fertig.
Und da kam oft nicht so viel raus. Einige haben es sehr ausführlich dann geschrieben, also wir haben geschrieben sozusagen im Prinzip Struktur vorgebend. Ne? Es stellte sich raus, dass ich schon selbst relativ detaillierte Anforderungen formuliert habe auf den Arbeitsblättern, die ich ihnen ausgeteilt habe. Das heißt, als PDF. Das heißt, manche von denen sind dann auf die schlaue Idee gekommen, einfach meine komplette Aufgabe da rein zu pasten und haben oft bessere Ergebnisse dadurch erzielt, als wenn sie selbst die Frage formuliert haben. Das war absolut Trial and Error und genauso war es auch gedacht. Also es war wirklich wir gucken, wie weit wir kommen. Und ich war erstaunt und erfreut, dass wir relativ weit gekommen sind. Also dass die Studierenden am Ende des Semesters wirklich, ich sage mal, Aufgaben durchführen konnten, wo man schon ein wirklich grundlegendes Verständnis normalerweise bräuchte für Programmierung und vor allem halt auch einfach Wissen. Eine Sache, die wir auch festgestellt haben, die gut funktioniert, ist, dass man Beispieldatensatz mitliefert. Das heißt, wir sagen dem Skript, wir haben eine Datei, ich gebe dir hier mal die ersten 3 Zeilen, so ist die Struktur der Datei. Kannst du mir was schreiben, was aus dieser Datei folgende Informationen extrahiert? Das war tatsächlich die erfolgreichste Methode, die wir da gefunden haben. Aber es waren wirklich Trial and Error. Also ich wollte sehen, wie weit kriegen wir die Studierenden, ohne dass die irgendwas wissen. Und wie weit kommen sie sozusagen selber, wo muss ich sie schubsen? Und das hat echt gut funktioniert, fand ich. Aber es ist natürlich trotzdem zeitaufwendig. Aber also verglichen mit der Zeit, die man sonst bräuchte, ist es wirklich weniger als die Hälfte. Deutlich weniger. Wir können die Effizienz von Lehrveranstaltungen zum Beispiel steigern, wenn es eben um Datenanalyse geht, dass diese ganzen nervigen Arbeiten des Datenprocessing irgendwie, wo wir Daten verarbeiten und umformen müssen und zusammenfassen und hier in Spalten fassen und da aus der 3. Spalte und der 4. was zusammenzählen. Solche Sachen, dafür können wir jetzt einfach Computerskripte schreiben lassen, die genau diesen Job für uns machen. Also das hilft massiv. Dann sehe ich großes Potenzial bei Chatbots, die speziell Studierenden die Kursinhalte nochmal Rückfragen zu Kursinhalten erklären können auf Basis dessen, was schon im Unterricht besprochen wurde, beziehungsweise was zu lesen war. Und schließlich sehe ich eben die Chance, grundsätzlich den Zugang zu, ich sag mal, maschinellen Verfahren zu demokratisieren, weil eben die Tools so gut sind darin, Leuten auch Programmieren zu ermöglichen, die sonst nicht programmieren könnten. Also ich sehe genau da das große Potenzial, dass Studierende jetzt in die Lage versetzt werden, Sachen zu machen, die sie vorher nicht machen konnten. Also es geht nicht darum, dass man sagt, man erleichtert ihnen das Studium jetzt so, dass es so ganz einfach ist. Nein, wir müssen sie darauf vorbereiten, dass sie mit anderen konkurrieren, die diese Sachen können. Und das können wir, indem wir es ihnen beibringen und indem wir dann erwarten, dass sie diese Effizienzsteigerungen auch im Studium einsetzen oder zum Wohle ihres Studiums. Wo man sagt, okay, ich weiß grundsätzlich, was zu machen ist und ich könnte wahrscheinlich das Programmskript schreiben, wenn ich mich lange genug hinsetze und genug Dokumentation lese. Nur wenn ich den Chatbot habe, der mir diesen Skript schon mal oder das Gerüst dieses Skripts vorschreibt, dann brauche ich halt eine halbe Stunde statt 3 oder 4 Stunden manchmal tatsächlich. Dann ist es ein immenser Schritt. Überhaupt ist es niedrigschwellig, weil es eben einfach mit natürlicher Sprache funktioniert. Also ganz viele unserer Studierenden, ich unterrichte ja schon relativ lange und habe immer wieder mal so Sachen, die in Richtung Computersachen gehen, wenn die ein Terminal sehen, also hier so eine Eingabeaufforderung, dann schalten die ab und sagen, nee, das ist nicht für mich, ne? Also da, wo ich Befehle eingeben muss. Sie haben hier einen Chatbot, der mit natürlicher Sprache funktioniert. Das ist das eigentlich Revolutionäre für uns. Um eben programmieren zu können, muss ich heute keine Programmiersprache lernen. Ich kann natürlich sprachlich rangehen, um gewisse Sachen zu erreichen. Wir reden hier von Sachen, die einfach nur nervige Arbeit sind, weil sie repetitiv sind, weil sie keine besondere kreative Leistung erfordern.
Und die können wir eben über diese natürlichsprachigen Sachen abdecken und zum Teil sogar direkt ChatGPT machen lassen zum Beispiel oder irgendein anderes Modell. Ich kann Daten hochladen und Datenanalyse auch kann ich eben zum Teil direkt im Tool schon machen, wenn ich das kann und darf. Also da haben wir natürlich große Bedenken, was gerade bei kommerziellen fremdgehosteten Modellen kann ich ja jetzt nicht einfach meine experimentellen Daten reinschieben, die besonders schützenswert sind. Da kann übrigens auch wieder ein lokales Modell helfen. Haben wir schon gemacht. Ich habe einen Datensatz und ich möchte jetzt diesen Datensatz analysieren. Ich darf ihn nicht zu ChatGPT hochladen. Ich weiß aber, dass ChatGPT ein besonders tolles Modell hat, um diese Art von Daten zu machen. Dann kann ich mein lokales Modell nehmen und kann ihm einen Teil von dem Datensatz geben und sage, mach mal Zufallsdaten, die die gleiche Struktur haben. Geht super schnell. Ich habe für diese eine Aufgabe zum Beispiel ich habe die Namensliste und möchte die umdrehen. Das ist ja so eine Geschichte, wer sein Word und Excel gut kann, der kann das auch selber. Der es nicht kann, der steht erstmal da und muss dann nachlesen. So kann er die Liste geben. Jetzt habe ich das als Aufgabe gestellt im Kurs, kann ich ja schlecht meine eigene Kursliste nehmen. Das wäre datenschutzmäßig ein Problem. Das heißt, ich habe ChatGPT eine entsprechende Liste generieren lassen und mit Fantasienamen und die war super. Kann man direkt verwenden. Ich kann mir die auch selber ausdenken. Das nervt mich wieder und dauert irgendwie 5 Minuten. So dauert es 10 Sekunden zu sagen, kannst du mir bitte eine Liste mit 30 Namen machen. Fertig. Für das didaktische Konzept sehe ich im Moment nur für die Kurse, wo es eben um Kompetenzerwerb speziell zur KI geht, wirklich, oder zu Methoden, die ich nur mit KI sinnvoll einsetzen kann als Nicht-Informatiker oder zumindest irgendwie im Programmieren geschulter Mensch. Da sehe ich deutliches Potenzial. Bei allem anderen ist es so, dass die wesentliche Veränderung für uns darin liegt, dass wir unsere Prüfungsformen anpassen müssen. Klausuren und mündliche Prüfungen werden meines Erachtens weiterhin sehr wichtig sein, wenn nicht wieder wichtiger werden. Dahingehend eben, dass wir direkt immer Datenanalyse mit drin haben für die Sachen, wo es um Analyse und Diskussion von wissenschaftlichen Fragestellungen geht. Und für die anderen Sachen, wo es um Abfrage von Wissen oder von Analysefähigkeiten geht, dann weiterhin bei Klausuren bleiben, ansonsten mündliche Prüfungen entsprechend, wenn man Reflexionsniveau und solche Sachen haben will. Also unser Problem sind Hausarbeiten, die ein ganz wesentlicher Aspekt der Kultur in den Geisteswissenschaften natürlich auch sind, die wirklich lange Auseinandersetzung mit Ideen. Und da muss man sagen, sind die Chatbots inzwischen schon sehr, sehr gut. Also in der Proseminararbeit besteht die Gefahr, dass jemand, der das mit dem Chatbot macht, besser abschneidet als jemand, der es selber macht. Zumindest bei gewissen Fragestellungen. Und das ist ein ernsthaftes Problem, auch für unser Fachverständnis. Denn was heißt denn das für, wie wir unsere Leute ausbilden? Für welchen Markt bilden wir Leute aus? Wenn wir sagen, unser Ziel ist im Prinzip, dass die Tätigkeiten durchführen können, die heute schon der Chatbot relativ gut kann und am Ende des Studiums sind die besser als der Chatbot. Ich habe den Eindruck, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen noch nicht ganz die Schwierigkeit oder das Ausmaß des Problems erfasst haben, dass wir in den Geisteswissenschaften bislang Leute ausbilden, Texte zu produzieren, die im Prinzip jetzt die KI schon sehr gut produzieren kann, zumindest auf Niveau, ich sag mal, Proseminararbeit. Aktuell ziehen wir uns darauf zurück, dass die KI vieles nicht kann und vieles nicht weiß und dass unsere Studenten natürlich immer, wenn wir sie gut ausbilden, besser sind als die KI. Aber erstens sind nicht alle Studenten, die bei uns bestehen, die besten Studierenden und da gibt's immer schon Hausarbeiten, wo ich sage, naja, also das Niveau kann die KI möglicherweise schon heute, aber selbst die guten Sachen, das kann in 2, 3 Jahren ganz anders ausschauen. Wenn wir unsere Studierenden im Moment darauf ausbilden, dass sie besser sind als die KI in der gleichen Aufgabe, dann werden wir sie wahrscheinlich nicht zukunftsträchtig ausbilden, sondern wir müssen schauen, dass unsere Studierende die Transformationsprozesse und die Effizienzsteigerung, die durch den Einsatz von KI erreicht werden können, mitgestalten können. Dass die diejenigen sind, die diese Potenziale heben und nicht
dass sie mit ihr konkurrieren und von ihr überholt werden. Der erste ist keine Angst. Der zweite ist, trauen Sie nie dem Output eines Chatbots. Und der dritte ist, das ist das eigentlich Aufwendige, verschaffen Sie sich ein rudimentäres Verständnis zumindest davon, was Chatbots tun, wie sie funktionieren, und dadurch werden Sie erst in die Lage versetzt zu verstehen, warum manche Aufgaben von Chatbots sehr leicht zu lösen sind und manche Aufgaben sehr schwer zu lösen sind. Und wenn man sozusagen das Verständnis dafür hat, dass diese Dinge im Wesentlichen das wahrscheinlichste nächste Wort generieren, dann wird klar, warum sie zum Beispiel mit Rechenaufgaben Schwierigkeiten haben. Generelles Faktenwissen. Die KI wird Ihnen irgendwelche Fakten liefern, die Sie haben wollen. Ob die richtig sind oder nicht, ist völlig irrelevant. Also das wird deswegen auch, trauen Sie keinem, aber verstehen Sie, warum Sie ihm nicht trauen können, bei welchen Sachen, für welche Aufgaben sie geeignet sind.